Ich bin Stefan aus der Technikabteilung und ich bin einer von denen, die hier die lustigen Knopfdrücker bauen, warten, pflegen und in Gang halten. Und ja, wir sind jetzt hier gerade am Flughafen, wo einer meiner Lieblingsknopfdrücker ist, Man at Work, oder wie zähle ich eine Schrebergartenlaupe mit Hilfe eines Baumes. Später würde ich das Teil dann rausnehmen, um euch mal die Technik zu zeigen, was eigentlich so dahinter steckt, um so einen Knopfdrücker zum Leben zu erwecken. Ich drücke einfach mal und dann schauen wir. Er neigt sich, ich glaube, jetzt kommt er. Was ist das denn jetzt? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Da legen die beiden Profis einen Baum um und jetzt ist hier alles dunkel. Ja, ist unglaublich, ne? Von oben sieht das so harmlos aus, aber damit es funktioniert, ist wirklich ein Riesenhaufen Technik nötig. Ja, jetzt sind wir an meinem Arbeitsplatz in der Werkstatt. Ich schließe das Ganze jetzt mal provisorisch an, um euch zu zeigen, wie das Ganze denn so funktioniert. Ja, die wahre Geschichte hierzu hat sich zugetragen in einem Kleingartenverein in Hamburg, wo eine lustige Feier war und da war so ein Baum, der sollte eigentlich schon lange gefällt werden, aber der Besitzer der Hütte hat sich nie wirklich rangetraut und je mehr Alkohol geflossen ist, desto mutiger wurde man und irgendwann hieß es, ja komm, kein Problem, das Ding, das machen wir jetzt mal schnell weg und so, und haben sich dann auch ein, zwei Leute gefunden, von keiner Sachkenntnis getrübt, haben dann auch ein Baumtüdelband dran gemacht und wollten den auch noch in so eine Richtung ziehen. Ich habe das Ganze aus einer Entfernung mit angeguckt und dachte, oh mein Gott, das wird niemals funktionieren, aber naja, wie es so ist, sie wollten es probieren und da ist tatsächlich der Baum voll auf die Hütte gefallen, das halbe Dach zermatscht und Riesentheater und gut, im Endeffekt, es wurde wieder aufgebaut, war nicht ganz so schlimm, aber es war eben die Geschichte, die mich dazu gebracht hat, das Ganze in klein nachzubauen und ja, das ist draus geworden. Jetzt, wo der Knopfdrücker draußen ist, kann man auch endlich mal schön die Mechanik sehen. Das ist das, was sich die meisten Gäste überhaupt nicht vorstellen können, was an Technik nötig ist, um oben ein bisschen Bewegung darzustellen. Das Ganze geht los damit, dass ich eine Figur habe, die hier langläuft. Die wird hier unten über eine Kette transportiert. Dafür habe ich einen eigenen Motor, der das Ganze macht. Dann habe ich einen zweiten Motor, der nur dafür da ist, dass der Baum fällt, in Zusammenarbeit das Dach einbricht. Und hier hinten habe ich einen dritten kleinen Motor, der nur dafür da ist, dass die Figur das Holz hackt, sozusagen, also den Baumfäller. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze im Detail aussieht, also sprich, wie die Geschichte ihren Lauf nimmt. Das Ganze beginnt damit, dass der Baum gefällt wird. Um den Baum zu fällen, muss ich eine kleine Figur Holz hacken lassen. Das Ganze ist realisiert mit einem kleinen Elektromotor, den ich pulsweise ansteuere. Ich kann das Ganze jetzt mal simulieren, indem ich halt ein bisschen Spannung raufgebe und schon bewegt sich die Figur und fängt an, den Baum zu hacken. Also je nachdem, wie ich den jetzt ansteuere, hackt er auch in der Geschwindigkeit. Ich kann das Ganze natürlich auch noch beschleunigen. Das wäre jetzt, wenn er irgendwie ein bisschen hyperaktiv wäre. Aber normal ist es halt so angesteuert, dass er ein bisschen rumhackt. Ja, jetzt ist der Baum erfolgreich angehackt und sollte eigentlich durch Ziehen am Seil der zweiten Person in diese Richtung fallen. Aber wie das ist mit der Natur und den Bäumen, die machen, was sie wollen und natürlich genau das, was sie nicht sollen, und fällt aufs Haus. Um die Prozedur des Baumfallens und des Einstürzen des Daches auszulösen, brauche ich einen Motor, der die beiden Sachen miteinander kombiniert. Der Motor sitzt hier hinter dieser großen Scheibe und das Dach wird über einen Bolzen gehalten, der hochgedrückt wird, und der Baum wird über diesen Arm mit Hilfe dieser Exzenterscheibe aufgerichtet. Ich kann das Ganze einfach mal auslösen, das ist ein bisschen einfacher als das zu erklären. Sprich, jetzt ist der Zapfen runter, dadurch ist das Dach eingebrochen und über diesen Arm kann ich den Baum aufrichten und fallen lassen. Das Dach ist quasi eigentlich nur ein großes Scharnier, was hier genau reingearbeitet ist und wo von unten ein Bolzen hochgeht, der das Ganze hochdrückt. Die Schwierigkeit hierbei war, das Ganze zu synchronisieren. Also sprich, dass in dem Moment, wo der Baum fällt, synchron dazu das Dach einbricht. So, das war ein bisschen Tüdelkram, deswegen sieht es hier unten so ein bisschen wild aus, weil ich da ein paar Mal hin und her experimentieren musste, bis ich eine wirklich schöne Lösung gefunden habe. Aber ja, es läuft jetzt seit, ich weiß nicht, gut 6 Jahren, 5 Jahren. Eigentlich fast fehlerfrei und ich denke, das ist super für die Mechanik. Ja, nachdem der Baum jetzt eigenmächtig seine Fallrichtung aufs Haus gefunden hat, die Decke eingestürzt ist, kommt panisch schreiend die Frau rausgelaufen mit einer gehörigen Portion Wut, was dann die Männer schon wieder angestellt haben. Das Ganze wird hier realisiert mit Hilfe einer dicken Kette, auf der ein Magnet befestigt ist, und obendrauf an der Frau ist auch ein kleiner Magnet in die Füßen. Ich kann das einfach mal zeigen, indem ich sie rauslocke. Da kommt sie schon angelaufen. Ich kann sie jetzt auch einfach mal von der Strecke pflücken. Wenn man jetzt hier drunter guckt, sieht man, das sind einfach 2 kleine Magneten und hier unten drunter läuft das Gegenstück. Und hier hinten hat sie jetzt ihren nächsten Stopppunkt.
Das Ganze wird mit kleinen Rebkontakten gelöst. Also sprich, ich weiß genau, wann die Frau vor dem Baum angekommen ist. Und wenn ich es jetzt weiterlaufen lassen würde, könnte ich das auch. Ich muss dafür nur den Baum aufrichten und sie vorbeizulassen. Und schon läuft sie wieder weiter. Da ich die Aktion ja sowieso draußen habe und bevor ich es wieder auf die Anlage bringe, mache ich natürlich gleich eine kleine Wartung. Also sprich, alle beweglichen Teile einen kleinen Tropfen Öl dran, bisschen den Staub entfernen und ja, gucken, ob auch alles noch leichtgängig läuft. Und jetzt könnt ihr den Knopfdrücker noch einmal in voller Länge genießen. Bolli, und wieso muss der Baum da jetzt weg? Das ist aus Prinzip. Genau! Ja, dann hau ich um. Hältst du denn auch das Seil schön straff? Natürlich. So, pass auf. Er neigt sich. Ich glaube, jetzt kommt er. Oha. War das jetzt auch aus Prinzip? Nee, das war aus Versehen. Was ist das denn jetzt? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Da legen die beiden Profis einen Baum um und jetzt ist hier alles dunkel. Alter, jetzt red dich doch nicht so auf. Sag mal, könnt ihr denn gar nichts? Bulle, du hast mir die halbe Küche zermatscht. Das ist doch nur eine Schramme. 6 lose Schindeln und 1 Meter Regenrinne. Ratzfatz wiederhergestellt. Ne Schramme? Ne Schramme? Ich gebe dir gleich eine Schramme. Das macht ihr jetzt genau so, wie das vorher war. Sonst ist hier gleich Achterbahn. Okay. Ja.